Hi Leute, willkommen zu Dragon mir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und ab und zu auch schon mal ein paar andere Sachen. Heute geht es darum, und zwar hatte ich mir überlegt, mal so eine Art Energieschwert, vielleicht auch eine Flammenwaffe, so ein Flammenschwert zu bauen. Ich habe ja noch ein bisschen Elektrozeug und ich habe mal wieder Lust, mal wieder ein bisschen was mit einer Elektrik zu machen. Ihr wisst, ich bin ja nicht so besonders begabt, was Elektrik angeht, deshalb nehme ich mal wieder so vorgefertigtes Zeug. Und werde da mal ein bisschen was verbauen und will dann mal gucken, wie das nachher so optisch aussieht. Ich habe da wieder so ein paar Ideen. Ja, dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch. Bleibt dran, wir sehen uns. Und habe dann schon mal so ein bisschen was vorgemacht. Und zwar habe ich jetzt die Idee gehabt, wie ich schon in der Einführung erzählt habe, dass ich ein Energieschwert baue oder eine Flammenwaffe. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe dann zur Auswahl Blau und Rot. Je nachdem, Energieschwert Blau, Flammenwaffe Rot. Ich bin da noch nicht so ganz, ich weiß es noch nicht. Bin noch am Überlegen, wie ich es am besten mache. Dann haben wir hier noch das Batteriefach. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen. Und zwar, wie gesagt, die Farben. Ich mache das Ganze mal, da ich das schon mal anklemme. Ich habe hier 5 Teile dran. Da muss ich jetzt gucken. Ich bin momentan noch am Überlegen. Erstmal wollte ich ja nur die Seiten machen, dass die Klinge was leuchtet. Jetzt habe ich aber überlegt, ob ich vielleicht nicht auch noch hier in der Mitte irgendwann mache. Da bin ich noch am Überlegen, weil ich da nämlich auch noch was ausprobieren wollte. So, dann machen wir mal hier die Pümpeldinger ab. Dann können wir das Ganze nämlich mal gucken, wie das in den Schläuchen aussieht. So, ich mache jetzt hier einfach mal bei beiden rein. Das weiß ich nicht. Ich bin echt unschlüssig. So, machen wir mal an. Kann man natürlich wieder nicht so richtig sehen. Jetzt ein bisschen besser. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, ob ich jetzt, wie gesagt, mit der Flammenwaffe das nehme oder halt das Ding. Das ist jetzt so die Frage. Gefallen tun sie mir eigentlich beide ganz gut. Im Dunkeln sieht das natürlich besser aus wie jetzt im Hellen. Ne? Die ganze Faselei habe ich jetzt eigentlich auch nur gemacht, weil ich den Lötkolben noch was heiß laufen lassen wollte. Habe dann hier quasi auch schon für Parier schon so ein paar Teile vorbereitet. Das ist noch nicht geschliffen alles, aber das ist dann quasi... Ich muss mal gucken. Ich habe jetzt einfach mal so irgendeine Form genommen. Ich will ja hier keine Urheberrechtsverletzungen oder so machen. Da muss man ja heutzutage tierisch aufpassen. Hab dann quasi hier den Griff ein bisschen dicker gemacht mit 10er Matte. Hab hier zum Knauf auch noch so ein bisschen was ausgehöhlt auf einer Seite, damit man den Kabel besser unterbringen kann. Und zwar habe ich mir dann überlegt, dass dann quasi die Schläuche, ich hoffe, das kann man hier so ein bisschen, ich muss die schon mal wieder anmachen. Ich hoffe, das kann man hier so ein bisschen sehen. Ich habe hier so eine Linie gemacht in der Mitte. Und zwar will ich dann gucken, dass ich dann quasi hier mit dem Lötkolben für den Schlauch dazu einbrenne, damit ich den Schlauch so quasi bis hier hinten dann da reinmachen kann, um dann die reinzustecken. Das ist dann quasi so gedacht, dass man das immer wieder austauschen kann, wenn doch mal einer der Drähte kaputt gehen sollte. Also soweit die Idee. Das mache ich dann auf beiden Seiten und klebe anschließend noch mal eine 10er Matte drüber, um dann anschließend die Schneiden zu machen. Das ist jetzt so grob der Plan. Ich habe jetzt erstmal hier die regulären. Die haben ja immer hier so ein Gummis zum Einhaken für einen Gürtel. Das können wir dann ganz normal hier abschrauben. Schraube wieder rein und dann habt ihr das deutlich flacher, sonst habt ihr dann nämlich hier so schief stehen. Ne? Nur so als kleine Erklärung. Ja, wie gesagt, das ist jetzt der Plan. Mal abgesehen, dass ich die Klinge so halbwegs geschliffen habe. Ich sehe aber hier, das ist auch noch nicht so ganz gerade. Da muss ich auch noch mal ein bisschen was drüber gehen. So, ich hoffe mal, dass der Lötkolben in der Zwischenzeit heiß genug ist. Jetzt bin ich natürlich noch am Überlegen, ob ich den Kabel
beziehungsweise den Schlauch bis ganz in die Spitze mache. Also ich glaube nicht so ganz, ein bisschen lasse ich noch. Damit das quasi, ich sage jetzt mal, so eine Art Anschlag hat. So, und zwar, wie gesagt, ich habe mir dann so überlegt, dass ich das Ganze dann quasi hier so reinmache. Und dann kommt dann anschließend nochmal eine Zehnermatte hier so flach drüber. Und dann kann man ja die Schneide schneiden. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Das könnte natürlich noch ein gutes Stück tiefer werden. Dann kann ich das Ganze nämlich dann quasi da so reinmachen. Ich glaube, das werden wir auch machen. Dann kann man das Ganze hier noch was tiefer machen. Das weiß ich natürlich nicht, wie viel noch. Ein gutes Stück muss es schon. Und probieren erstmal beide aus. So, rein farblich, wie das dann aussieht. Aber ich glaube, es läuft auf blau hinaus. Das Rot, das können wir uns mal für eine andere Sache vielleicht mal irgendwie nehmen. Da fällt mir vielleicht auch noch irgendwas Brauchbares zu ein. So, jetzt müssen wir nur noch den Schlauch auf die richtige Länge machen und das zweite Stück. Also das ist mein Blau natürlich auch wieder weg. Mal gucken, ja, dann werde ich mir ein Blau noch mal bestellen, der ein klein wenig länger ist. So, das ist ein bisschen arg kurz jetzt. So. Dann nehmen wir jetzt hier noch einen blauen. Dann können wir nämlich die Dinger schon mal in die Schläuche reinmachen. Ich muss dann auch noch überlegen, wie ich dann am besten das hier dann unterbringe. Weil ich das Ganze dann nämlich hier so angeklebt habe, seht ihr ja, das ist noch ein ganz schönes Trümmerteil. Da muss ich das Barrier dann schon ein bisschen klobiger bauen. Da muss ich mir dann noch was einfallen lassen. Ich habe mir jetzt noch so ein paar Sachen überlegt. Und zwar, ich werde das ganze Schwert jetzt einfach mal so als Versuchsobjekt benutzen für alles Mögliche. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, wie der ein oder andere gesehen hat, habe ich hier die schon mal eingeklebt auf einer Seite. Der andere mache ich jetzt gleich und habe hier in der Mitte schon mal so eine Linie gemacht. Und zwar will ich mal ein bisschen so mit Runen mal was ausprobieren. Und werde so ein Draht quasi einfach hier so einkleben. Also ohne Schlauch, wie ich jetzt an den Außenseiten gemacht habe. Ich will mal gucken, wie das klappt, ob das dann besser leuchtet oder wie stabil das ist. Mal gucken. Wie gesagt, das ganze Schwert ist jetzt quasi mal so ein großer Versuchspool, wo man mal ein bisschen mit den Sachen rumprobieren kann. Wie gesagt, ich hatte ja noch so ein paar Elektro-Sachen vom letzten Jahr, so von meinen Projekten hier rumliegen. Und dann dachte ich mir so, mal wieder so ein bisschen was mit Elektrik wäre ja auch mal wieder für die Leute interessant. So, die zwei brauchen wir gleich. So. Und zwar bin ich dann hingegangen und habe hier schon mal das Barrier angeklebt. Ich habe das jetzt ein bisschen andersrum. Ich hatte das eigentlich so rum, aber irgendwie so rum gefällt mir das besser. Das hat nämlich dann den Hintergrund. So, der Schlauch, der geht ja auch gut durch. Das hat auch irgendwie alles schon so weitgehend funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jetzt habe ich natürlich hier mal wieder so alles irgendwie drum geknödelt. Jetzt mal gucken, wo hier vorne und hinten bei den Dingern ist. Einfach mal aus, dann können wir das nämlich hier einmal um und dann haben wir das nämlich schon wieder so richtig. So, machen wir mal wieder dran. Könnte man eigentlich noch ablassen, aber also ja, lassen wir mal dran. So, noch so ein bisschen ziehen. Und zwar habe ich das dann hier so mit Heißkleber reingeklebt. Jetzt gucken, ich habe hier das Ding hier auch. Ich weiß nicht, das Teil hier, wofür das sein soll, das weiß ich auch nicht so wirklich. So, schieben wir schon mal ein bisschen was rein. Dann können wir nämlich die
schon mal hier so anfangen. Ich hoffe nur, dass die Leuchtkraft von den Dingern stark genug ist, damit das danach auch noch, wenn dann Farbe drauf ist, dass das noch leuchtet. Weil so leuchtet das eigentlich schon ganz gut. Mhm. So, können wir immer anklemmen, das Ding. Ich bin noch hier am Überlegen, weil ich dann hier, wie ich das dann mache. Aber das gehen wir dann immer so Schritt für Schritt jetzt an. Wir machen jetzt erstmal so die Klinge fertig und dann überlegen wir uns, wie wir dann passend dazu den Rest zusammen basteln. So, mal schauen. Ja, ich hoffe, das kann man so gut sehen. Machen wir mal auf Blinken, dann sieht man das vielleicht besser. Ja. Das sieht schon mal ja nicht so schlecht aus. Da kann man, glaube ich, mit arbeiten. So, die Heißklebe tun wir erstmal kurz auf Seite. Den klemmen wir wieder ab. Das ist nämlich immer so ein bisschen blöd, wenn das dann so am Rumhängen ist. So, dann müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier mit dem Lötkolben. Ich würde sagen, wie gesagt, ich mache das nicht bis ganz zur Spitze. Ich mache jetzt einfach doch mal dann so, keine Ahnung, danach so ein paar Runen drauf. Den werde ich dann hier so mit Heißkleber einkleben, weil ich mal gucken will, wie das dann funktioniert. Dann müssen wir irgendwie hier noch, ja, da muss ich dann gleich mal gucken, wie ich das am besten mache. Am sinnvollsten wäre wahrscheinlich hier irgendwie hier so eine Durchführung. Ich mache das hier einfach mal. Weil ich muss ja noch irgendwie hinten an die Stecker dran kommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ja, ich mache das einfach mal. Jetzt habe ich natürlich hier ein bisschen blöd gemacht. Gut. Ich bin noch am Überlegen, statt die noch was kürzen soll, aber ich glaube, das ist vielleicht auch nicht so schlecht, wenn das hinten so ein bisschen übersteht. Dann kann man nämlich dann innen noch im Griff noch ein bisschen rum experimentieren. So, das kleben wir jetzt einfach mal hier mit Heißkleber ein. Ich hoffe nur, dass das dem Draht nicht irgendwie schadet. Das ist nämlich auch so eine Sache, wo ich nicht weiß, ob das irgendwie nicht so gut dafür ist. Aber das werden wir gleich rauskriegen. Ich mache das jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass der Draht nicht schmilzt. So, da kann man nämlich dann richtig schön hier einkleben. Wie gesagt, das ist jetzt hier natürlich in der Mitte zum Austauschen nicht so toll, was ich hier mache. Aber wie gesagt, ich will einfach mal so ein paar Sachen ausprobieren, wie das damit funktioniert. Ups, da habe ich. Aber ich denke mal schon, dass das irgendwie hinhaut. So, die Kurve rum hier so ein bisschen, das geht auch ganz gut. Wahrscheinlich auf der anderen Seite nicht ganz so gut. Weil der ein bisschen größer ist. Aber das wird auch schon irgendwie klappen. So, jetzt haben wir hier das Ding. Dann müssen wir noch die andere Seite machen. Kurzen Moment warten, dass das ein bisschen was abkühlen kann. Kann sein, dass das Ding gleich hier wieder auf dem Ding am Kleben ist. Aber naja, gut. Irgendwas ist ja immer. Das ganze Kabel hier, das wird auch noch eine tolle Aktion. Das muss ja nachher alles hier rein. Zusätzlich habe ich ja hier noch ein bisschen dann auch noch das Zeug überstehen. Da werden Sie spannend, ob ich das noch irgendwie da alles reingefrickelt kriege. Und dann habe ich nämlich schon wieder ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich 10er Matte genommen. Habe die hier vorne so ein bisschen angeschrägt, zusammengeklebt. Und werde das Ganze quasi jetzt einmal hier so drumherum kleben. Das ist ein bisschen länger,
Kann man unten dann abschneiden und dann werde ich das Überschüssige abschneiden und dann die Klinge machen, damit man den Schlauch nachher nicht mehr so sieht. Ich hoffe, das funktioniert. Vor allen Dingen hoffe ich, dass das dann nicht zu dick geworden ist. Das klebe ich gerade erstmal ein bisschen auf Seite. Und dann gucken wir mal, ob wir das hier schon mal so ein bisschen beigeschnitten kriegen. Schon mal alles, was übersteht, so grob übergeschnitten. Also noch nicht ganz alles sehe ich hier gerade, aber schon mal so das Gröbste, schon mal alles runter. Und dann werde ich jetzt schon mal hingehen und werde hier schon mal so leicht die Klinge machen. Ich muss dann sowieso mich da so ein bisschen dann rantasten, weil ich noch nicht so genau weiß, wie breit ich die dann machen kann. Ich muss hier aufpassen, dass ich den Schlauch dann nicht irgendwie erwische. Ich mache jetzt hier einfach mal so eine etwas größere Phase rein, in der Hoffnung, dass das dann nachher so halbwegs hinhaut. Also halbwegs. Das ist noch nicht. Der Feinarbeit fehlt noch, aber zum Testen kann man das jetzt vielleicht schon mal ausprobieren. Ich bin echt mal gespannt. Also hier, das funktioniert ja gut. Aber hier so, dann müssen wir mal schauen, ob man da was sieht. Ja, doch, leuchten tut es ja. Ja, so ein bisschen leuchtet es. Wie man sieht, die Klinge ist hier, das ja sowieso, da kommt aber dann noch was drüber, aber die Klinge ist am Leuchten, nicht so hell, wie ich gerne hätte, aber ja doch, funktioniert. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal rundherum hier die Klinge schleifen. Das wird noch eine Heidenarbeit werden. Soll ja auch alles vernünftig aussehen. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann aber erst wieder, wenn ich das Ganze hier geschliffen habe. Das wird nämlich noch ziemlich viel rumgefrickt. Und das ganze Schleifen, glaube ich, das wollt ihr nicht sehen. Ich habe jetzt die Klinge hier soweit erstmal geschliffen. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Habe hier noch zwei Sachen vorbereitet. Und zwar für das Batteriefach. Dafür habe ich jetzt zwei 16er Mattenstücke genommen. Das funktioniert von der Höhe, glaube ich. Habe dann hier quasi ein bisschen mehr gemacht. Habe dann für das Fach quasi hier das Stück ausgeschnitten. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das am besten passt. Ja, hier vorne hätte ich ein bisschen weniger machen sollen, sehe ich gerade. Aber da kann man mal gucken, da kann man eventuell noch ein bisschen was reinstopfen. Das geht jetzt erstmal nur darum, dass man schon mal so ein bisschen ein Gefühl kriegen, was da für eine Klotz drauf kommt. Ich habe mir jetzt überlegt, das wird für Warhammer quasi sowas. Ich sag jetzt mal so ein Energieschwert, da die letzte Zeit ja momentan hier, man sagt schnell, das neue Space Marines draußen ist. Kann man ja mal gucken, dass man da sowas mal macht. Aber die Heißklebepistole braucht noch ein bisschen. Dann können wir eigentlich mal gucken, dass wir das Kabel schon mal so ein bisschen hier verstauen. Für das Batteriefach müssen wir gleich mal gucken. Jetzt gucken wir mal, ob die Heißklebepistole mittlerweile heiß genug ist. Ja. Ja, das wird wieder ein spannendes Projekt. Also jetzt das Batteriefach irgendwie mit angeklebt. Muss ich gleich ein bisschen aufpassen. Jetzt kriege ich das Ding nämlich nachher nicht mehr raus. Am besten holen wir direkt raus. So, hier habe ich alles irgendwie ein bisschen voll geguckt mit dem Heißkleber. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant, aber wie gesagt, das ganze Ding ist ja mehr oder weniger ein Prototyp.
Wie gesagt, ist ja nur erstmal so ein erster Test. Mal gucken, ob er rumkommt. Aber so prinzipiell, wie gesagt, man kann sich ja jetzt schon grob vorstellen. Na, ich bin echt noch am Überlegen, ob ich nicht noch, ich habe ja noch einen Draht, habe ich ja noch als Anschluss frei, ob ich hier in den Knauf nicht noch was rein tue. Aber das könnte danach ein bisschen zu viel werden. Ich hatte dann so überlegt, dann hier nochmal eine Platte, quasi noch eine Platte drüber zu kleben. Und dann den Draht wie hier an der Oberfläche dann noch so ein bisschen einkleben und dann mal gucken, wie das nachher aussieht. Aber ob ich das mache, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Mal schauen. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu viel des Guten. So, dann würde ich sagen, dann testen wir das Ganze jetzt mal. Mal gucken, ich habe nämlich noch nicht so ganz ausprobiert, wie das mit der Leuchtkraft ist. Jetzt, wo das geschliffen ist, die Klinge. So. Gut, das hier kann man hier sehen. Hier muss ich dann auch noch gucken. Da bin ich noch am Überlegen, was ich mache. Entweder mache ich einen 3 mm Mattenstreifen noch hier drüber mit Runen drauf. Oder ich wollte mal was mit Abgüssen versuchen, und zwar mit Flexipaint transparent. Dass ich die dann hier drüber mache. Dann nur die oberen Teile dann von den Verzierungen schwarz mit Metall. Dass das quasi nur unten durch die Transparenten dann durchleuchtet. Na, muss ich mal gucken. So, schauen wir mal an. Hier, das sieht man ja gut, aber ich will mal gucken, wie hier die Klinge leuchtet. Ja, wie ihr seht, die leuchtet auch. Jetzt natürlich nicht so extrem, wie ich gerne hätte. Das hätte hier an den Klingen noch ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall sieht man es leuchten. Das ist schon mal gut. Und hier im Keller ist es nicht so ganz dunkel. Also könnte man da vielleicht noch so ein bisschen was, ja. Auf jeden Fall funktioniert das schon mal soweit. Das ist schon mal gut. Und das Licht mal wieder an. Vielleicht mal gucken, wie das damit aussieht. Ja gut, so kann man natürlich besser sehen. Auch hier mit der Klinge durch das Geflackere. Ja. Ich sag jetzt mal, hier vorne kann man es gut sehen, an der Spitze, wo nichts ist von dem anderen. Also das klappt schon mal ganz gut. Hier oben hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen den Schlauch. Mal gucken, kann ich da noch ein bisschen was reinschieben. Ja, da tut sich noch was. Ja. Ja, das ist das Schöne. Also hier an den Seiten, die kann man schon mal so. Hier habe ich noch ein bisschen was weiter hochschieben können. Vielleicht kann ich das bei dem anderen auch noch ein bisschen. Dass das ganz bis in die Spitze reingeht. Ja, nicht ganz hundertprozentig, weil ich ja hier noch so ein bisschen was freigelassen habe, aber es geht. Ich muss sagen, ja, das sieht schon mal ja nicht schlecht aus. So, machen wir das Licht mal wieder an. Das Ganze aus. So, na dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal beim ersten Teil Schluss. Das ist jetzt so der grobe Rohling. Wie ihr seht, sieht schon mal ja nicht so übel aus. Ich hoffe mal, dass ich aus dem Ding noch ein bisschen was mehr rauskriege. Momentan sieht es ja noch nicht so gut aus. Ne? Da kommen natürlich noch die ganzen Verzierungen aufbaut. Und wie gesagt, bin noch am Überlegen, ob ich das jetzt halt mit den Abgüssen mache. Dass ich da transparentes Flexipaint nehme und dann wirklich nur oben dann auf den Verzierungen drauf dann schwarz mit der Farbe mache. Und dann zwischen den Verzierungen, so wie mit dem Pigmentpulver, das dann quasi dazwischen dann von dem Draht das Blau dann durchleuchtet. Sieht vielleicht nicht schlecht aus. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, wird ein Energieschwert, denke ich mal. Könnte man auch als magisches Schwert die Leute verkaufen. Ne? Also im Verkaufen nicht im Sinn von Geld für kriegen, sondern dass das eins ist oder sein soll. Ja, dann würde ich sagen, dann war das erstmal mit dem ersten Teil. Ich hoffe, bis hierhin findet das ganz interessant. Dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Wir sehen uns.